Wir haben das schon länger, vor Jahren mit Freunden eigentlich besprochen, warum das auf nationaler Ebene so teuer sein muss und warum wir tatsächlich alle Fahrzeuge homologiert haben, muss Sicherheitsvorkehrungen, ist klar, das muss auf demselben Stand sein. Aber ja, da haben wir das eigentlich ein bisschen als enttäuschend empfunden und die Initiative ist dann gekommen im Freundeskreis, wie wir darüber diskutiert haben, lass uns das einmal professionell angreifen und lass uns das einmal in die Szene hinaustragen, schauen, wie breit man das bekommt und das Feedback ist schon sehr, sehr positiv. Also meiner ist ja das Musterauto gewesen, ist ein Audi TTS, also Baujahr 2016 und ist halt seriennah. Also Antriebsstrang ist Serie, Getriebe ist Serie, Fahrwerk ist geändert, Bremsen ist geändert. Innen auskramt natürlich die brennbaren Materialien raus, Käfig reingespeist, Sitze und Gurt und das war's. Meins hat sogar noch Klimaanlage, Fernseher und die ganzen Sachen, also alles noch im Auto verbaut. Wie viel kostet dir ein Rallye-Einsatz jetzt bei einem ÖEM-Lauf mit dem Auto? Ich habe einen guten Vergleich, weil ich ja eben den Evo 10 Fahrplan schon gefahren bin und jetzt halt mit dem TT und ich glaube, dass das runtergerechnet fast ein Fünftel ist von den laufenden Betriebskosten, weil ich tue eigentlich nur tanken. Ab und zu Bremsparkler tauschen, aber die kaufe ich im Nachbau, die kosten 140 €. Ich glaube einfach, das ist das Große, was wir eigentlich hinwollen, dass die Autos im Betrieb natürlich sehr, sehr günstig sind im Vergleich zu einem Gruppe N-Auto, weil es natürlich auch mit Serienleistung fährt, dadurch auch die Antriebsstränge nicht kaputt gehen. Also ich finde es eine Riesensache, dass sowas gemacht wird. Also M1-Klasse, es ist ja dann doch bis zu mir auch schon Forderungen in Deutschland. Es macht schon eine große Welle. Also ich finde es von dem her absolut riesig, weil wenn man schaut, R5-Autos sind relativ unbezahlbar. Alles was weiter ist, noch unbezahlbarer. Und wenn man dann halt schaut, dann bleibt eigentlich nicht mehr recht viel übrig. Fahrt der Großteil bloß Mitsubishi ist, vielleicht nur irgendein Cup oder sowas. Und durch sowas kommt halt absolute Markenvielfalt. Und das muss ich ganz ehrlich sagen, finde ich absolut super. Wenn man jetzt halt schaut, man fährt mit Seriensachen, das soll ja auch was aushalten. Also denke ich, die Kosten gehen auch runter. Und von dem her muss ich ganz ehrlich sagen, Hut ab. Ich bin mit dem Rainier ein paar Runden gedreht, also war eine Riesensache, wenn man das so sieht, was man dann eigentlich doch machen kann. Da geht es jetzt nicht bloß allein ums Fahren oder um die Zeit, sondern es geht halt eigentlich wirklich um den Fahrspaß und das soll man mit solchen Dingen auf jeden Fall. Es gibt ja einige Kritiker, die sagen, warum braucht man die neue Klasse? Was ist deine Antwort auf die Leute? Also grundsätzlich ist eine österreichische Mentalität, dass alles, was sich verändert, schlecht ist. Wir werden es jetzt einmal anschauen und schauen, wie es wirklich läuft. Tatsächlich natürlich machen wir schon sehr viel zum Thema Kontrolle, sowohl im Bereich OPD auslesen, als auch im Bereich Real-Ladedruckkontrolle, was natürlich bei den Turboautos immer das heiße Thema ist. Gehört auch so, soll natürlich ganz klar so sein, weil es macht natürlich keinen Sinn, auf der anderen Seite quasi über Seriensteuergeräte den Ladedruck zu regulieren und auf der anderen Seite dann das nicht zu kontrollieren. Das wäre sicher das falsche Signal in die Szene und das ist es auch nicht. Wir haben da ein paar Leute, die sich damit sehr intensiv befassen und darüber werden wir ausführlich berichten. Wir sind da mit einem Elektronikspezialisten in Verbindung, dass ein Kästchen quasi eingebaut wird, was das aufzeichnet, also nicht nur Ladedruckspitzen abspeichert, sondern wirklich einen permanenten Verlauf vom Ladedruck quasi mit aufzeichnet. Und wenn man das dann analysieren und auswerten kann, dann ist das eine ideale Geschichte und dann ist eigentlich fast unmöglich, dass man da irgendwie bescheißt. Ja, das Autofahren ist für mich etwas abartig Geiles. Ich bin seit 10 Jahren Mountainbike-Profi, also ich habe den Sport irgendwo in mir und das Autofahren ist schon immer was, das mich brutal begeistert hat. Und ja, jetzt ist es irgendwie so weit, dass ich mal die Möglichkeit habe, so ein Auto auch zum Fahren. Das ist mein eigentliches Fahrzeug, das ich jetzt habe, das ist mein Evo 10, das ist ein Evo 10 RS. Und der ist eigentlich schon ist ein Straßenauto, umgebaut auf ein Rallye-Auto mit Käfig und so weiter. Kannst du auf der Straße auch noch fahren, also nichts groß gemacht sonst und von dem her ganz passend für diese neue Klasse. Also ich will mich da natürlich auch in der Richtung ein bisschen aktiv beteiligen. Ich will ein Fahrzeug aufbauen mit einem lässigen V8-Motor, das was gescheit brüllt, dementsprechend einen Drehmoment hat. Und ich sehe das ein bisschen aus zweierlei Hinsicht, natürlich nicht nur als Fahrer. In zweiter Linie geht es da eher ums Vermieten, weil ich einfach glaube, dass man mit so einem Fahrzeug wirklich kostengünstig mit einer dementsprechenden Leistung auch fahren kann. Kostengünstiger kann man vielleicht mit was anderem auch fahren, nur das hat dann 125, 130 PS und das macht vielleicht nicht jeden Spaß. Und dementsprechend, wenn man da was mit günstigem Preis mit 300 plus PS mieten kann, ist das sicher eine lässige Geschichte. Siehst du auch das Potenzial in der Klasse, dass man im zweiten Jahr schon zweistellige Starteranzahlen hat?
Ich glaube definitiv, weil es sind so Leute wie ich, die jetzt nicht mehr unbedingt Staatsmeister werden wollen können, weil ich das Budget einfach gar nicht habe und einfach sage, aber trotzdem Spaß haben will. Und ich habe eigentlich keine Lust, dass ich mit einem 120 PS Frontler durch die Gegend fahre. Dafür ist mir das Geld auch nicht wert. Und darum finde ich aber fast 300 PS Auto, ein Allrad, das auch noch dazu relativ cool ausschaut. Und ich glaube einfach, dass das sehr viel Potenzial hat für, ich sage mal, Gentleman-Treiber, ambitionierte Gentleman-Treiber wie mich, die einfach nicht alle 5000 Kilometer Getriebe revidieren müssen und übertauschen, sondern einfach ein ganzes Jahr Spaß haben. Und ist jetzt mein Auto, wie man sieht, im Winter ein. Also ich fahre im Winter auf der Eisbahn damit, einfach weil die laufenden Betriebskosten wie bei einem Serienauto sind. Ich, wie gesagt, ich eigentlich nur danken die ganze Zeit. Also glaube ich schon, dass das Riesenpotenzial hat, wenn es mir umgesprochen hat, dass das trotzdem Spaß macht und einfach von den Kosten her Fünftel oder weniger kostet. Einfach glaube ich einfach, das ist das, was uns alle interessiert, weil Sponsoren wissen wir alle, ist sehr schwierig zu finden und wenn das halt 5000 € weniger am Wochenende kostet, kann man dafür mehr Rallyes fahren.